Amen. Amen. In the last study that we did, In der letzten Stunde we began to look at Christ Object Lessons, the first 2 paragraphs of the book. haben wir uns die ersten beiden Paragraphen oder Abschnitte des Buches angeschaut. And we saw how Ellen White would use parables Und wir haben gesehen, wie Ellen White nun Gleichnisse nutzt and talk about the methodology of parable teaching, und sie auch über die Methodik des Lehren in Gleichnissen spricht, that we could make some profound deductions about what parables actually were. sodass wir einige tiefgründige Schlussfolgerungen treffen konnten, was Gleichnisse sind, was sie bedeuten. Without parables, Ohne Gleichnisse a human being ist ein menschliches Wesen, living here on earth welches hier auf dieser Erde lebt. would not be able to get to heaven. Ihm wird es nie möglich sein, in den Himmel zu gelangen. Without Christ, Ohne Christus, we all know that we could not attain to heaven. wissen wir, ist uns allen bewusst, dass wir nie in den Himmel kommen werden. Therefore it is Deshalb that Ellen White in her opening sentence spricht Ellen White in ihrem einleitenden Satz, says both in his teaching and his life or his mission, he was a parable. war Jesus sowohl in seiner Lehre als auch in seiner Mission ein Gleichnis. So we can see that parables Somit können wir sehen, dass Gleichnisse are the ladder, die Leiter sind, which is Christ, welche Jesus ist, that brings a person from earth to heaven. die eine Person von der Erde in den Himmel And why bringt. that is an important principle to see Und weil dies ein wichtiges Prinzip ist, das wir erkennen müssen, is because we're required ist, da von uns verlangt wird, to actually be in heaven right now. da von uns verlangt wird, dass wir quasi jetzt schon im Himmel uns befinden sollen. Can somebody bring me my phone? I forgot that in the back there. And Daniel, write that down to cut it out. So if we go to Ephesians chapter 2, verse 6, Schlagen wir gemeinsam Epheser 2, Vers 6 auf. we'll go to chapter 1, verse 20 first. Chapter 1, Verse 20. Zunächst gehen wir zuerst zu Epheser 1, Vers 20. Talking about the Father, Es geht hier um den Vater, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. die hatte wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. In AD 31, Dies ist im Jahr 31 nach Christus, when Christ resurrected als Christus auffuhr from the dead, oder auferstanden war von den he Toten. was set upon the right hand of the Father Da wurde er zur Rechten des Vaters niedergesetzt. in heaven. Und das im himmlischen Heiligtum. Go Oder to im Himmel, ja. Next chapter, verse 6, 2:6. Und jetzt im nächsten Kapitel 2, Vers 6. Not only did he do that for Christ, Er hat dies nicht nur für Christus getan, he has also raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. sondern er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. And I'm suggesting Nun schlage ich vor, that this sitting in heavenly places dass dieses Sitzen in diesen himmlischen Orten is not only in the future bodily, nicht nur in der Zukunft stattfindet, it's presently in our experience. sondern auch heutzutage schon in unserer Erfahrung stattfinden kann. Parables Somit sind Gleichnisse, bring us to heaven
Somit bringen uns die Gleichnisse now, in den Himmel, und zwar jetzt. not just at the second advent. Und nicht erst zur zweiten Wiederkunft. We should be immersed in these thought processes, Wir sollten uns immersed. like when you go underwater. Wir sollten quasi in diesen Gedankenprozess hineintauchen. We should be like living in a bubble. Wir sollten quasi sozusagen in einer Seifenblase leben. That real life Und, ja, cannot penetrate. und in welche das echte Leben quasi nicht hineindringen kann. I don't mean that in some foolish kind of way that you go on a mountain and you become a hermit. Also ich meine jetzt nicht, dass du quasi dich irgendwo auf den Berg zurückziehst und sozusagen ein Einsiedler wirst, But it's with the idea that by beholding, sondern es geht eher darum, dass durch das kontinuierliche Anschauen we become changed. wir verändert werden. And if you want to live like a parable, Und wenn du wie ein Gleichnis leben möchtest, you have to think like a parable. dann musst du auch wie ein Gleichnis denken. As a person thinketh, So wie eine Person denkt, so are they. so sind sie auch, so ist sie auch. You can't just become a parable Du kannst nicht einfach nur ein Gleichnis and werden then teach it. und dann das auch lehren. We know Wir wissen, we've been approaching this message using parables for many years now. wir wissen nun, dass wir diese Botschaft, can you repeat that please, sorry. We've been approaching the sharing of this message using parables for a long time. Seit langem verbreiten wir nun diese Botschaft durch Gleichnisse. We didn't call them parables. Wir haben sie nicht Gleichnisse genannt. We'd go to Ezekiel 2, Wir sind beispielsweise zu Hesekiel 2 gegangen Revelation 10, oder Offenbarung 10 and we would say, und dann haben wir gesagt, this man, dass dieser Mensch hier, this human, dieser Mensch, would eat ja, the Bible. dass dieser Mensch die Bibel essen würde. You know these passages talk about eating the little book. Ihr kennt natürlich diese Abschnitte, wo es heißt, das kleine Buch essen. That's the combination of the human and the divine. Und dass dies die Verbindung von der Menschlichkeit mit der Göttlichkeit ist. Which is exactly what we're discussing here, parable teaching. Das ist genau das Gleiche, was wir hier uns anschauen, im Gleichnis lehren. It's by the eating, Durch das Essen, then the speaking, durch das Essen, dann durch das Reden, that you have the living, bekommst du dann das Leben. not the other way round. Das geht nicht andersrum. You don't first live a parable, then start teaching it that way. Du lebst nicht erst das Gleichnis und dann fängst du es an, auf die gleiche Art und Weise zu lehren. This idea that we're in heaven now Also diese Vorstellung, dass wir uns jetzt im Himmel befinden sollen, through parables, und zwar durch Gleichnisse, when you compare this to the concept of achieving or arriving in heaven with this ladder through Christ, und du durch Christus in den Himmel kommst, durch Gleichnisse oder durch diese Leiter, is another important principle or method that Paul uses. ist ein anderes wichtiges Prinzip oder Methode, die Paulus nutzt. I just want to give you the reference for it, not that we would read it. Ich möchte euch einfach nur die Stelle geben, aber wir lesen das jetzt nicht, also die Quelle. In 1 Corinthians chapter 15, In 1. Korinther 15 Paul is going to develop a really nice logic. entwickelt Paulus eine sehr nette Logik. And in this passage of scripture, Und in dieser Schriftstelle he's going to show us zeigt er uns auf, that the life of Christ, dass das Leben Christi, his death and resurrection, dass sein Tod und seine Auferstehung becomes a model or a pattern for us. für uns ein Modell oder eine Muster wird.
if you've been in this movement for any length of time, Egal jetzt nun, wie lange du dieser Bewegung schon an dieser Bewegung teilhast, you'll have heard this statement, dann wirst du sicherlich schon folgende Aussage gehört haben. first the natural, then Erst das Natürliche, dann the spiritual. das Geistliche. And this paraphrase Und diese Zusammenfassung is taken from 1 Corinthians chapter 15. kommt aus 1. Korinther 15. And what we do, Und was wir tun, we take a play on these words ist, dass wir hier quasi mit diesen Worten zusammen spielen. and we say, Und wenn wir dann sagen, first the Millerites, dann sagen wir zuerst die Milleriten, then dann us. wir. But we'll call us the 144,000. Und wir nennen wir jetzt nun die 144.000. We would expand that to say first them, Oder wir können auch wie folgt sagen, erst die, Noah, Moses, Christ, Noah, Mose oder Christus, Gideon, Gideon, Esther, Esther, all of these stories that we're familiar with, all diese Geschichten, mit denen wir vertraut sind, then dann us. wir. All these stories point to us. All diese Geschichten zeigen auf unsere Zeit. This concept is taken from 1 Corinthians 15. First the natural, then the spiritual. Und dieses Konzept oder diese Idee kommt aus 1. Korinther 15, erst das Natürliche, dann das Geistliche. I saw enough people turn to chapter 15 that perhaps we'll read the verse. Also ich habe genügend Leute gesehen, die das aufgeschlagen haben, also lesen wir es. 1 Corinthians 1. Korinther 15, 15, 46. Vers 46. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. We don't have the opportunity to look at these verses in detail. Uns ist jetzt hier nicht möglich, diese Verse im Detail anzusehen. Now remember, Erinnern wir uns aber, I'm saying that the use of parables brings you to heaven. ist, dass der Zweck von den Gleichnissen ist, uns in den Himmel zu transformieren oder We went zu to, bringen. we went to Ephesians 2:6, Dann haben wir uns Epheser 2, Vers 6 angeschaut. and it says, I'm saying that passage means that we're in heaven now. Und ich sage jetzt, dass dieser Abschnitt uns mitteilt, dass wir uns jetzt schon im Himmel befinden. So who's in heaven now? So, wer von uns ist denn schon im Himmel? You know, I'd ask people and say, are you in heaven or not? That's what we should be doing. Und eigentlich sollte ich jetzt hier Leute auswählen und sagen, befindest du dich schon im Himmel? Because you all know in heaven, Denn wir alle wissen, dass im Himmel, not allowed to sin. da ist es uns nicht gestattet zu sündigen. So if you're in heavenly places now, Und wenn wir somit uns jetzt schon an himmlischen Orten befinden, there'd be a sin problem, would there? There would not be. dann dürfte es da dieses Sündenproblem eigentlich nicht geben. People become nervous about this. Und jetzt kann es sein, dass wir nervös werden. It's not that I'd ask you, are you sinning or not? Ich frage euch jetzt nicht, ob ihr sündigt oder nicht. But I want us to conceptualize the idea. Aber ich möchte, dass wir dieses Konzept verinnerlichen. All of these ideas can be drawn into this principle of parable teaching. It's all there. All das kann in das Lehren von Gleichnissen hineingepflanzt werden. So Paul in 1 Corinthians 15, Und Paulus spricht jetzt in 1. Korinther 15 what's he talking about? über was? Because he's not talking about Miller and us. Denn er spricht nicht über Miller und uns. We know that, Das wissen wir, hopefully. hoffentlich. What is he dealing with? Was behandelt er? He's dealing with the second advent. Er redet von der zweiten Ankunft. When we really
go to heaven wenn wir wirklich in den Himmel gehen, in real life, im wirklichen Leben, bodily. körperlich, mit you're not- unserem Körper. If you're not sure about that, Wenn du dir dessen nicht sicher bist, you just have to read the chapter. dann musst du dir einfach das Kapitel durchlesen. So what he's going to say, Also, was sagt er? the evidence Er sagt, der Beweis, that Jesus dass, ja, was raised from the dead dass Jesus von den Toten auferstanden ist, this is the evidence stellt den Beweis dar, that we can bodily go to heaven. dass wir auch körperlich in den Himmel gehen können. This human body. Unser menschlicher Körper. This is the second advent. Das ist die Wiederkunft. Now, if you go to the book of Romans Wenn wir Römer lesen and you'd go to chapter 6 and 7, und dort die Kapitel 6 und 7, Paul is going to have exactly the same argument. dann hat dort argumentiert Paulus dort auf dieselbe Art und Weise. What's the argument? Und wie argumentiert er? That Jesus Dass Jesus ist gestorben and he was raised from the dead. und von den Toten auferstanden. And now in Romans, Und in Römer, what is he trying to prove there? was versucht er im Buch der Römer zu beweisen? Because it's not the second advent. Dort versucht er nicht die Wiederkunft zu beweisen. I'm not sure if you're familiar enough with chapter 6 and chapter 7 to know what his argument is. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr vertraut genug mit Kapitel 6 und 7 seid, um das jetzt hier zu wissen. His argument is about baptism. Sein Argument ist er spricht dort über die Taufe. And the evidence Und der Beweis, that we can live in heavenly places today sein Beweis dafür, dass wir heute schon an himmlischen Orten leben können, after baptism nach der Taufe, is based upon what gründet sich idea, what model, what proof? gründet sich auf welchem Beweis, auf welche Idee oder Modell? It's that Jesus was raised from the dead. Es ist, dass auch Jesus von den Toten auferstanden ist. So he takes the death and resurrection of Jesus Wenn wir also den Tod und die Auferstehung Jesu mal herannehmen and applies that in two steps. und dies in zwei Schritten da eine Anwendung machen, Step 1, der erste Schritt wäre, we are supposed to be in heaven now, dass wir jetzt im Himmel sein sollten. or what we might call the inner man experience. Das könnten wir auch die Erfahrung nennen, die wir im Inneren von uns erleben. And then in the future, Und dann in der Zukunft, the outer man dann sollte das Äußerliche, will also be renewed dann wird auch das Äußerliche erneuert and live in heaven. und im Himmel leben. Often when we talk about that at this level, Häufig ist es so, wenn wir auf dieser Ebene darüber reden, people don't fully appreciate the implications of what those things mean. dann sind die Leute häufig nicht so darüber erfreut, welche Auswirkungen das hat, was dies eigentlich bedeutet. Every single one of you knows. Jeder von euch weiß, It says it in 1 Corinthians 15, und das sagt es auch in 1. Korinther 15, mortality das ist, dass die Sterblichkeit cannot inherit immortality. Inherit, I know what it means, but ja, erben. Also die Unsterblichkeit kann nicht die Sterblichkeit erben. To enter into heaven, Also um in den Himmel einzugehen, you have to have a new nature, brauchst du eine neue Natur, a new body, a new shell. einen neuen Körper oder eine neue Hülle. And Paul's going to use that identical argument Und Paulus nutzt nun genau dasselbe Argument, to tell you what happens to a human being here on earth. um dir mitzuteilen, was mit einem menschlichen Wesen hier auf der Erde geschieht. All of us know this. Alle von uns wissen das, It's the new birth experience. dass diese Erfahrung einer Wiedergeburt ist. But what many Adventists, perhaps many of us here, are not willing to accept or see or understand Aber was viele Adventisten und vielleicht auch hier in unserem Raum
nicht willig sind zu verstehen oder zu sehen oder zu akzeptieren, but you're forced to if you use compare and contrast, aber du eigentlich dazu gezwungen wirst, wenn du Vergleich und Gegenüberstellung anwendest, if you accept that you need a new body to enter into heaven, ist, wenn du annimmst, dass du einen neuen Körper brauchst, wenn du in den Himmel gehen möchtest, a new nature, eine neue Natur. and all of us accept that, Und ich denke, dass jeder von uns das akzeptiert. then that means Dann bedeutet das, in our present situation we need a new heart. dann bedeutet das in unserer gegenwärtigen Situation, dass wir ein neues Herz bedürfen. I'm sure you all say, well, of course we know that. Und dann denke ich, sagt von euch jeder, natürlich wissen wir das. But the problem is, Das Problem dahinter ist aber, the models that most of us are using ist, dass die Modelle, die die meisten von uns nutzen, to explain our behavior um unser Verhalten zu erklären, is based upon a model of an old heart, not a new heart. basiert auf dem Modell eines alten Herzens und nicht eines neuen Herzens. Like, the heart is desperately wicked. Who can know it? Zum Beispiel, das Herz ist absolut böse. Wer kann es ergründen? Many of us would use that model for our present experience. Viele von uns würden dieses Vorbild oder diese Vorlage nutzen, um unsere gegenwärtige Situation zu erklären. And that would mean Und dies würde bedeuten, that you don't believe in the resurrection das würde bedeuten, dass wir an die Auferstehung eigentlich gar nicht glauben, as portrayed in Romans 6. wie sie in Römer 6 beschrieben ist. So how can you say you believe in the resurrection in 1 Corinthians 15? Wie können wir dann also sagen, dass wir an die Wiederauferstehung in 1. Korinther 15 glauben? We live half-truths. Also wir leben sozusagen Halbwahrheiten aus. Because we're only willing to accept, Denn wir sind nur continue your sentence. we're only willing to accept things in the future which are not here. Wir wollen nur Dinge in der Zukunft annehmen, die noch nicht da sind. Not willing to accept a present day experience that we should be having. Aber nicht eine gegenwärtige Erfahrung, die wir noch nicht haben. This is why parable teaching is not accepted. Die wir haben sollten. Und das ist das that's the parable teaching that. This is why parable teaching is not accepted. Und deswegen wird das Lehren in Gleichnissen abgelehnt. Or it's treated like a children's story. Oder wie zu einer Kindergeschichte heruntergespielt. Because if we took it at this mature level that I'm suggesting, Denn wenn wir es in eine reifere Ebene quasi bringen, wie ich sie hier vorschlage, it forces you to confront yourself with respect to the sin problem. dann zwingt es dich selbst zu diesem Sündenproblem, mit diesem Sündenproblem umzugehen. It sweeps away this idea that at the second advent, God is going to do something. Es wischt diese Vorstellung hinweg, dass Gott bei der Wiederkunft irgendetwas machen wird. You've heard Elder Jeff speak about parables. Ihr habt gehört, wie Jeff schon über Gleichnissen sprach. Fractals, not parables, fractals. Nicht Gleichnisse, sondern Fraktale. You've heard me speak about parables. You've heard him speak about fractals. Also ihr habt gehört, wie er über Fraktale gesprochen hat. I don't know how many of us are fully cognizant of what fractals are and how they work. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt hier weiß, was Fraktale sind und wie sie funktionieren. Let me give you a really simple example. Ganz einfaches Beispiel. If you go to Revelation 14, Gehen wir zur Offenbarung 14. you have the first, second and third angel's messages. Dort haben wir die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. This is verses 6 and 7, Hier haben wir Verse 6 und 7, 8 Verse 8 and 9 to 11. und Verse 9 bis 11. So I didn't hear what you said. Oh, how, okay. Don't ask me about spelling. Fractals.
So when we look at these three angels' messages, Also, wenn wir uns diese drei Engelsbotschaften anschauen and we look at the concept that's being brought to view here, und hier dargestellt wird, was vermittelt werden soll, the third step or the third angel's message so ist der dritte Schritt oder die dritte Engelsbotschaft is dealing with the subject of judgment. handelt von dem Thema des Gerichts. Now, if you look at the first angel's message, Und schauen wir uns die erste Engelsbotschaft an, it says, "Fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come." so heißt es, fürchte Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So it has three steps to it. So sehen wir auch dort drei Schritte. And I'm suggesting those three steps Und ich schlage vor, dass diese drei Schritte map the three steps of the everlasting gospel. quasi die gleichen sind wie die Schritte des ewigen Evangeliums. Fear God, for the hour of his judgment has come. Fürchte Sorry, fear Gott, God, give him glory, for the hour of his judgment has come. fürchte Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So, the third angel's message, Ja. which is the message of judgment, Somit ist die erste Engelsbotschaft, die dritte Engelsbotschaft, die eine Botschaft des Gerichts ist, you can go to another chapter to demonstrate that. kann mit einem anderen Kapitel verglichen werden, wo man dasselbe sieht. If you went to John 16, Beispielsweise Johannes 16, verse 8, Vers 8. it would explain the three steps in a similar language. Dort wird es diese drei Schritte in einer ähnlichen Sprache erklären. The Holy Spirit would convict us of sin. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde, That's why there's this fear. deshalb gibt es hier diese Furcht. Of righteousness. Er überführt uns der Gerechtigkeit And of judgment. und von Gericht. So we could go to John and it would do sin, righteousness and judgment. In Johannes würde das wie folgt heißen: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. So the third step has this component of judgment associated with it. Wir sehen also, dass in Verbindung mit dem dritten Schritt das Gericht steht. And you see the same steps in the first angel's message. Und die gleichen Schritte erkennen wir in der ersten Engelsbotschaft. So when we start dealing with these fractals, Wenn wir nun beginnen, uns mit diesen Fraktalen zu beschäftigen, in the first angel's message there's judgment, so haben wir in der ersten Engelsbotschaft ein Gericht and in the third angel's message there's judgment. und auch in der dritten Engelsbotschaft ein Gericht. So they line up. Und somit stehen sie in einer Linie. But this judgment is not the same as this judgment. Aber diese beiden Gerichte sind nicht dieselben. What you want to do is compare and contrast them. Was wir nun tun müssen, ist, sie miteinander vergleichen, aber auch gegenüberstellen. You see there's similarities and their differences. Man sieht die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede. When we take the first angel's message and we have fear God, give glory to him, for the hour of his judgment has come. Nehmen wir die erste Engelsbotschaft: Fürchte Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. We not only went to Revelation 14, we went to John 16. Also wir sind nicht nur zur Offenbarung 14, sondern auch zu Johannes 16 gegangen. I'm saying you could go to other models Ich sage damit, dass wir zu unterschiedlichen Modellen gehen können, to show these three steps. um diese drei Schritte zu verdeutlichen. And if we went to the sanctuary model, Würden wir nun zu dem Modell des Heiligtums gehen, we know that the sanctuary is in three compartments, da wissen wir, dass es drei Abteilungen dort gibt. and we can overlay a religious experience over those three compartments. Und wir könnten unser religiöses Dasein oder Erfahrung mit diesen drei Abteilungen vergleichen. In the courtyard, your sins are forgiven. Im Vorhof werden deine Sünden vergeben. They're taken away from you. Sie werden dir weggenommen. You're justified. Du bist dann gerechtfertigt. In the holy place, you're sanctified. Im Heiligen wirst du geheiligt. In the most holy place, Und im Allerheiligsten
you're glorified. Dort wirst du verherrlicht. So we've got justification, sanctification, Wir haben hier also Rechtfertigung, Heiligung and glorification. und Verherrlichung. This is the sanctuary model. Das wäre das Modell des Heiligtums. This is the first angel's message, Die Linie drüber wäre die erste Engelsbotschaft. and this is John 16, Und ganz oben wäre Johannes 16. and this is the three angels' messages. Und ganz oben wären die dreifache Engelsbotschaft. So why these models identifying glory at two different steps? Warum identifizieren nun diese Modelle nun die Herrlichkeit an zwei unterschiedlichen Schritten? Because this one here Weil die letzte hier is 1 Corinthians 15, stellt 1. Korinther 15 dar and this one und diese hier is Romans 6, Römer 6. what we might call Wir könnten das auch the inner das Innerliche and the outer, und das Äußerliche nennen or the body. oder auch den Körper. This is at the second advent, Das findet am zweiten Kommen statt and this is the present day und experience. das ist unsere heutige Erfahrung. All of this All das is built upon the methodology of parables. baut auf der Methodik der Gleichnisse auf. And to understand the full implications of this, I don't think you can do it without parables. Und ich glaube nicht, dass wir ohne Gleichnisse hier die volle Auswirkung der Sache erkennen können. Many of us Viele von uns are learning truths lernen gewisse Wahrheiten and we're not familiar with the rules that undergird these ideas, these conclusions. und wir wissen nicht, oder wir kennen aber nicht die Regeln, die diese Schlussfolgerungen untermauern. And therefore we're liable to make mistakes. Und deswegen tendieren wir dazu, Fehler zu machen. Let's go to Matthew 13. Gehen wir nochmal zu Matthäus 13. We've got 30 minutes, and let's see if we can go through Matthew 13. Wir haben noch 30 Minuten und schauen wir mal, was wir da noch machen können in Matthäus 13. And see how this parable works. Um zu sehen, wie dort das Gleichnis funktioniert. Before we do that, Bevor wir das aber tun, if you write this reference, Christ Object Lessons, page 22, paragraph 2. schreibt euch auf, Christi Gleichnisse, Seite 22, zweiter Absatz im Englischen. We're not going to read it, Also wir werden das nicht lesen, but I'm just giving you the reference. aber ich habe euch hier die Quellenangabe gegeben. COL 22.2. Christi Gleichnisse 22, zweiter Absatz im Englischen. If you were to read that passage, Also wenn wir diesen Abschnitt lesen würden, you would see that parables, dann würden wir erkennen, dass die Gleichnisse, she'll define it as being true education. sie würde das als die wahre Ausbildung identifizieren. And when you see it as true education, Und wenn wir das erkennen, dass es wahre Erziehung oder wahre Ausbildung ist, if I were to ask you what's the true education that we should be doing or receiving, dann würde ich euch fragen, was sollte denn unsere wahre Ausbildung sein? many of you would say gardening, Dann würden wahrscheinlich viele sagen, es sollte die Gartenarbeit sein, the ABC of education. welche die Grundlage von der Ausbildung und Erziehung ist. And why is it so important? Aber warum ist das so wichtig? Because when you see those natural elements following natural law, Wenn wir nun diese natürlichen Elemente sehen,
die diesen Naturgesetzen folgen, they teach you about the spiritual laws. dann werden sie uns etwas beibringen über die geistlichen Gesetze. If you skip down 3 pages Wenn man 3 Seiten überspringt and went to page 25 to 26, und sich die Verse 25 bis 26 anschaut, you can then demonstrate dann kann man darstellen, that parables dass die Gleichnisse are the Sabbath. den Sabbat darstellen. So you begin to see the scope and nature of parables, Scope. the breadth. Dann können wir also die Weite der Gleichnisse in der Natur erkennen. In page 33, Auf Seite 33, immer im Englischen, parables are the seed of truth. sind die Gleichnisse der Samen der Wahrheit. She's going to go over and over again through this book explaining exactly what parables are. Sie geht in diesem Buch immer und immer wieder darauf ein, zu erklären, was Gleichnisse sind. A really nice passage Ein schöner Abschnitt ist, is found in Desire of Ages, page 333. ein schöner Abschnitt wird im Leben Jesus Seite 333 gefunden. Again, we're not going there, but I'm giving you the reference for it. Also ich gebe euch nur die Quellenangabe, ohne ihn zu lesen. DA 333. Also DA für Leben Jesu 333, erster Absatz. In this passage, Ja. she's going to explain that Jesus begins to speak in parables. In diesem Abschnitt spricht sie darüber, dass Jesus in Gleichnissen gesprochen hat. And what she's going to do, Und was sie tut, she's going to list out a number of parables. ist sie dort, dass sie nun einige Gleichnisse aufzählt. She lists out 8 parables that Jesus gives us. Sie listet 8 Gleichnisse auf, die Jesus ausspricht. And then she defines the purpose or the nature of each parable. Und dann definiert sie den Sinn und Zweck von jedem Gleichnis. So we'll go with 2 of them. Und wir schauen uns jetzt nur 2 an. Matthew 13, Und zwar Matthäus 13. verse 24 to 30. Und zwar 24 bis 30. The parable of the wheat and tares. Was das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen ist. And the second one, Und das zweite ist, Matthew 13, 47 to 50. das zweite ist Matthäus 13, Verse, you said what? 40? 7, 47 till? 50. 47 bis 50. This one is the wheat and tares, Das erste ist das Gleichnis der Weizen und Unkraut. and this one is the net. Und das zweite ist das Gleichnis von dem Fischnetz. And she says both parables Und sie sagt, dass beide Gleichnisse teach us a common theme: lehren dasselbe. separation. Und zwar, sie lehren von Trennung, ja. Sie lehren eine Trennung. That's the purpose of these 2 parables. Das ist der Grund, warum es diese Gleichnisse gibt. I'll read what she says. Ich lese, was sie sagt. The great final separation of the righteous and the wicked, he pictured in the parables of the wheat and tares and the fishing net. Die große letzte Trennung von Gerechten und Bösen hat er, also Christus, in dem Gleichnis des Weizen und des Unkrautes und des Fischernetzes dargestellt. She then explains what all the other parables, what the subject matter of them is. Und dann erklärt sie, was der Inhalt der anderen Gleichnisse ist. But it's this parable that people seem fixated about. Aber es scheint so, als wenn die Leute auf dieses Gleichnis fixiert gewesen wären. You remember when I mentioned this parable, Also erinnert euch daran, als ich das erwähnte, dieses Gleichnis, when I spoke about writing the vision on this side wo ich darüber gesprochen habe, dass man das Gleichnis oder die Vision auf die linke Spalte schreiben sollte and writing the explanation or the interpretation on the other side. und die Erklärung oder die Auslegung in die rechte Spalte.
And I recommended this is a good way of approaching study. Und ihr erinnert euch, dass ich euch gesagt habe, das wäre eine gute Möglichkeit, da an die Sache heranzugehen. If you were to do that in this parable, Wenn wir das nun jetzt tun für dieses Gleichnis, you'd get the man who sowed the seed, dann haben wir den Sämann, you'd have the field, wir haben den Acker and the various other things. und dann noch verschiedene andere Dinge. And then you'd see the explanation of who they were and what they meant. Und dann haben wir die Erklärung, wer dargestellt wird dadurch oder was sie bedeuten. Who are the reapers? Wer sind denn die Schnitter? So people know that straight away because it tells you. Okay, wir wissen das sofort, weil uns das mitgeteilt wird. So if you go to verse 30, Vers 30. it says reapers. Dort wird uns von den Schnittern berichtet. And then if you go to verse 39, Und in Vers 39 it says that they're angels. wird uns gesagt, dass sie Engel darstellen. So if you were to look at, it's not in a singular verse, Also das ist jetzt nicht hier alles in einem Vers. who the servants are, Also ist jetzt nicht alles in einem Vers, wer die Knechte sind. it's about the only symbol in this parable that is not given. Dies ist das einzige Symbol in diesem Gleichnis, was uns nicht erklärt wird. So why would that God do that? Warum macht Gott das? He'd want us to search for this hidden treasure, wouldn't he? Er möchte doch, dass wir nach diesen verborgenen Schätzen suchen, nicht wahr? Because all the other ones are given to you. Denn all die anderen werden uns ja erklärt. You'd have to work them out. Aber die anderen müssen wir selbst herausfinden. The one you have to work out is this one. Und in dem Fall müssen wir die Knechte herausfinden. And therefore, you know, this is the crucial missing piece of the puzzle that we need to be able to work out. Und deswegen wissen wir, dass das hier das Puzzlestück ist, das wir finden müssen, das wir herausarbeiten müssen. Now, when we have Matthew 13, 24 to 30, Ja. we can parallel that with another parable, Wir können Matthäus 13, Vers 24 bis 30 mit einem anderen Gleichnis vergleichen. which is Mark 4, Und das ist Markus 4, verses 27. Vers 27, We'll go to 26 to 29. Entschuldigung, Vers 26 bis 29. So you'd want to overlay this on top of this parable. Also wir möchten hier diese Bibelstelle auf die andere, mit der anderen Bibelstelle quasi übereinander legen. Now, the parable of the wheat and the tares, Sorry? the parable of the wheat and the tares, Das Gleichnis vom Weizen und Unkraut is a parable that's been handled in this movement for quite some time now. wird in dieser Bewegung schon seit einer geraumer Zeit betrachtet. And I think there's been a lot of misunderstanding of the symbology here. Und ich glaube, dass es hier ein großes Missverständnis bezüglich der Symbolik hier gibt. So the first thing I want us to notice Und somit möchte ich, das Erste ist, dass wir feststellen, is if you go to verse 24, ist Vers 24, Matthew 13. 13:24, Also Matthäus 13, Vers 24. I just have to search for something. Ich muss hier kurz was suchen. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. And what we want to try to do is understand Was wir nun versuchen möchten, ist zu tun, dass wir verstehen, what that field is. wir möchten herausfinden, was dieser Acker ist.
If you go to verse 38a, Vers 38 Teil A, it tells you who the field is. da wird uns berichtet, wer diesen Acker darstellt. The field is what? Was ist der Acker? The world. Es ist die Welt. So when Jesus says the world, did he actually mean the world or did he mean something else? Wenn hier Jesus nun von der Welt spricht, meint er da die Welt oder meint er etwas anderes? He meant the world, I presume. Also ich nehme an, dass er wirklich hier über die Welt spricht. The reason I asked the question Der Grund, warum ich diese Frage hier stelle, ist, is when you go to Christ object lessons and Ellen White comments on this parable, der Grund, warum ich hierüber spreche, ist, weil Ellen White im Buch Christi Gleichnisse über das Gleichnis spricht, über dieses. chapter 4, Und zwar in Kapitel 4, beginning page 70, beginnend ab Seite 70 im Englischen. after she quotes a few verses of the parable, Nachdem sie einige Verse des Gleichnisses zitiert hat, the first thing she says is this: ist das erste, was sie sagt, folgendes. the field, Christ said, is the world. Das Feld, sagt Christus, ist die Welt. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Aber wir müssen verstehen, dass es die Welt in der Gemeinde darstellt. So what has she just done? Was hat sie denn gerade eben getan? She said, Sie the sagt- field is not the world, Sie sagte, das Feld oder der Acker ist nicht die Welt. it's the church. Es ist die Gemeinde. So the question is, Die Frage ist nun, which one is it? was nun? Is Welches it ist es nun? is it the world or is it the church? Ist es nun die Welt oder ist es die Gemeinde? And what does that mean? Und was bedeutet das? That there's this difference. Was bedeutet jetzt hier dieser Unterschied? So someone said it's the church. Also jemand sagt jetzt hier, es ist die Gemeinde. So when Jesus said the world, why did he say church? Und dann stellt sich die Frage, warum sagt Jesus die Welt und nicht die Gemeinde? He knows the difference between the church and the world. Er kennt ja den Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. He must know what he's doing. Er muss ja wohl gewusst haben, was er tut. Therefore, did he really mean the world when he said that? Deswegen die Schlussfolgerung, meint er wirklich das, was er gesagt hat? So, far more often than we realize, Viel häufiger, als uns eigentlich bewusst ist, we assume things that we shouldn't. nehmen wir gewisse Dinge an, was wir nicht tun sollten. And we ignore things that we shouldn't. Und wir ignorieren Dinge, die wir nicht ignorieren sollten. So, what should this be teaching us? What is it teaching us? Was sollte es uns lehren, beziehungsweise was lehrt es uns As we approach this parable, in unserer Herangehensweise an dieses Gleichnis? I'm suggesting Ich sage, that you're required to take this parable dass wir dazu aufgefordert werden, dieses Gleichnis heranzunehmen and apply it in two different ways. und auf zwei verschiedene Arten auszulegen. Christ's way Auf die Art Jesu and Ellen White's way. und auf die Art und Weise von Ellen White. I don't mean to set a dichotomy here, they're both inspired statements. Also ich möchte jetzt hier nicht, also es sind beides inspirierte Aussagen. I'm not saying one is more important than the other, I'm saying we have to approach it at two levels. Ich sage nicht, dass die eine Auslegung wichtiger ist wie die andere, sondern wir müssen es auf zwei unterschiedlichen Ebenen betrachten. Only then can we begin to realize the full implications of them. Erst dann können wir die völlige Auswirkung der Sache erkennen. One Einer would lead to an explanation of the other. Eine würde zur Erklärung des anderen führen. Does that sound like parable teaching? Das hört sich doch an wie Lehren in Gleichnissen, oder? So, we will take this parable, Somit nehmen wir also dieses Gleichnis, this one here, das obere, and we know und wir wissen, if the field is the world, nehmen wir an, dass der Acker die Welt darstellt, that what's going to happen Ja. in verse 30. dann stellen wir uns die Frage, was hier in Vers 30 passiert. In the field, everything grows together until the harvest. Auf dem Acker wächst ja beides zusammen bis zur Ernte. And what is the harvest? Was ist denn die Ernte?
39 part B, in Vers 39 Teil B, it's going to tell you it's the end of the world. da wird uns unterrichtet, dass es das Ende der Welt ist. So here's the harvest. Also, hier haben wir die Ernte. Harvest happens when the plant reaches maturity. Die Ernte ist dann, wenn die Pflanze zur vollen Reife gelangt ist. And maturity happens after rain. Und die volle Reife kommt nach dem Regen. The rain begins on the first day of the first month. Der Regen beginnt am ersten Tag des ersten Monats. We know that Das wissen wir from the book of Joel, aus dem Buch Joel, chapter 2, verse 23. Kapitel 2, Vers 23. So this rain will ripen the crop ready for harvest. Dieser Regen lässt die Ernte heranreifen für die Ernte. In the same passage, Im gleichen Abschnitt it tells you that this rain comes in two steps. wird uns gesagt, dass der Regen in zwei Phasen kommt. Former rain and latter rain. Dem Frühregen und dem Spätregen. This parable begins here. Dieses Gleichnis beginnt hier. But you can extend this parable backwards Aber man kann das Gleichnis auch noch weiter nach vorne ausziehen, when you realize that the field needs to be prepared. wenn man erkennt oder bemerkt, dass das Feld einer Vorbereitung bedarf, With plowing. durch ein Pflügen. So once you can develop this model, Wenn wir dieses Modell dann herausgearbeitet haben, this is a story about a field, and the field is the world. erkennen wir, dass das hier eine Geschichte über den Acker darstellt und der Acker ist die Welt. So as you go through this story, Während wir nun durch diese Geschichte hindurchgehen, we know that there are two types of seed that are sown here. dann wissen wir, dass zwei unterschiedliche Samensorten gesät werden. Wheat and tares. Weizen und Unkraut. The wheat and tares they begin to grow and then they begin to mature and then they're harvested here. Weizen und Unkraut wachsen, sie werden reif and then, They are harvested at maturity. und wenn sie zur vollen Reife gelangt sind, werden sie geerntet. And this harvest is the end of the world. Diese Ernte stellt das Ende der Welt dar. So here at the end of the world, when you've got these two plants, Am Ende der Welt, wenn diese zwei Pflanzen haben, they're going to be harvested, werden sie geerntet. and this act of harvesting is being portrayed here on this chart. Und dieser Vorgang der Ernte wird auf dieser Karte dargestellt. You'll notice there are two sickles, Wir stellen fest, dass es hier zwei Sicheln gibt. two people doing a work of harvest Zwei unterschiedliche Leute machen die Ernte for these two groups. für diese unterschiedlichen Gruppen. The end of the world, Und das Ende der Welt, these wheat and these tares, when we ask ourselves, who is going to be alive here at the end of the world? wenn wir uns selbst fragen, wer am Ende der Welt am Leben sein wird, Ellen White gives us all of this information, the Bible does too. gibt uns Ellen White als auch die Bibel diese ganzen Infos. We know that this group here of wheat, So wissen wir, dass diese Gruppe des Weizens, who are going to be taken to the heavenly garner or the heavenly barn, welche in die himmlischen Scheunen eingefahren werden, are a symbol of the 144,000. ein Symbol sind für die 144.000. And these tares
das Unkraut whom? stellt wen dar? The wicked, Die Bösen, or we call them Babylon. oder wir würden sie auch Babylon nennen. All the people that remain here on earth Alle Leute, die hier auf der Erde bleiben, who are going to be destroyed at his glory. die durch seine oder bei seiner Herrlichkeit dann vernichtet werden. Let me say that using different language. Ich möchte das nochmal sagen, aber diesmal eine andere Sprache gebrauchen. This is the church Hier haben wir die Gemeinde and this is the world. und hier haben wir die Welt. The Jews and the Gentiles. Die Juden und die Heiden. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Das Königreich Gottes, das Königreich Satans. Because remember, an enemy put these tares in. Denn wir müssen ja bedenken, dass ein Feind den Unkraut gesät hat. And this is the field, which is the world. Und hier haben wir den Acker oder die Welt. So this parable Also haben wir is relatively easy to understand dieses Gleichnis also relativ einfach zu verstehen. if you allow the symbology to explain itself Wenn wir der Symbolik es gestatten, sich selbst auszulegen. in the way that it was originally given. Und zwar in der Art und Weise, wie es niedergeschrieben wurde und uns übermittelt wurde. And the real key to me is that the field is the world. Und der Schlüssel für mich ist jetzt, dass der Acker die Welt darstellt. When is the final separation between the good and the bad? Wann ist denn die letzte Trennung zwischen Guten und Bösen? It's here at the end of the world, Es findet zum Ende der Welt statt. in the period that we call Jacob's time of trouble, In einer Zeitperiode, die wir die Zeit der Angst in Jakob nennen. which happens after Daniel 12:1, Diese findet nach Daniel 12, Vers 1 statt. when everyone who is righteous will remain righteous and who is unrighteous will remain unrighteous. Dann, wenn jeder, der gerecht ist, gerecht bleibt und jeder, der ungerecht ist, ungerecht bleibt. That sounds like maturity, Das hört sich für mich nach voller Reife an. because that's what it is. Das ist es. And once that statement is made, that condition is achieved, Und sobald dieser Zustand erreicht ist oder diese Aussage getätigt wurde, then begins the harvest dann beginnt die Ernte. of the church and the world. Und zwar von der Welt als auch von der Gemeinde, Entschuldigung. The church Die Gemeinde, get taken to heaven, Gemeinde kommt in den Himmel and the wicked, und die Bösen, they'll be cut and burnt. sie werden abgeschnitten und verbrannt. So once we can develop a model that we're confident is correct, Also sobald wir so ein Modell entwickelt haben, mit dem wir uns vertraut fühlen und das stimmt, then we can compare and contrast dann können wir beginnen mit dem Vergleich und dem Gegenüberstellen beginnen. this model Und zwar dieses Modell with another one. mit einem anderen. Which model would that be? Und welches wäre das? The church. Es ginge hier um die Gemeinde. Christ is saying, Was Jesus sagt, let's look at the world. sorry, Christ is saying, let's look at the world. Christus sagt, lasst uns die Welt anschauen. And Ellen White is saying, Und Ellen White sagt, no, let's look at the sie church. sagt, nein, lasst uns die Gemeinde anschauen. Let's take this parable Nehmen wir doch dieses Gleichnis in a way that Christ never intended, auf eine Art und Weise, wie Christus es nie vorhatte never spoke about, oder nie darüber gesprochen hat, and let's apply it to a different entity. und lasst es uns auf eine ganz andere Einheit sozusagen anwenden. Is she allowed to make such an application, to do that? Hat sie denn das Recht, so eine Anwendung zu tun? Were the wise men allowed to do that? War es den Weisen gestattet, dies zu tun? Is Paul in Acts 15:15, is James in Acts 15:15 allowed to do that? Darf Jakobus in Apostelgeschichte 15,15 das tun?
The answer to all those questions is yes. Die Antwort zu all den Fragen ist ja. And so the question is asked, are we allowed to do that? Die Frage nun ist es auch uns gestattet, das zu tun? Are we allowed to take portions of inspiration Dürfen wir Abschnitte aus dem Wort nehmen and say that they mean something that the original author said it didn't mean? und dürfen wir sagen, dass dieser Abschnitt etwas bedeutet, von dem der Autor eigentlich nie gesprochen hat? Give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Moses, he said Mose sagte in Leviticus 26 in 3. Mose 26, that there was a prophecy dass es eine Prophezeiung gibt, that was predicting punishment, die eine Strafe vorhersagte. and the punishment was being described as 7 times. Und diese Strafe wurde als 7, it depends in German, in 7 Zeiten oder Male ausgesprochen. What did he mean when he said that? Was meinte er denn damit, als er das sagte? What was he talking about? Über was hat er denn gesprochen? He was talking about a punishment Er sprach über eine Strafe to kings für Könige, who lived in Judea die in Judäa lebten, and it was 4 specific kings. und zwar über bestimmte Könige, nämlich 4. And this punishment would come to them Und diese Strafe würde über sie kommen, after nachdem, a period of probation. nach einer Zeitperiode der Gnade. And the punishment would be Die Strafe würde sein, that they'd be sent to Babylon. würde sein, dass sie nach Babylon verschleppt werden würden. That's what Moses meant. Das meinte Mose. And then someone else comes up Und jetzt kommt jemand anderes, called Miller, der nennt sich Miller, and he takes all of this und der nimmt all das and he says, und er sagt, Leviticus 26 dass 3. Mose 26 doesn't really mean that. bedeutet eigentlich nicht wirklich das, It means 2,520 years. sondern es bedeutet 2520 Jahre. Just so happens Und das passiert so. that when this one starts, this one starts. Ach so, und wenn das eine beginnt, beginnt auch das andere. He picks the first king Er nimmt sich den ersten König heraus and he wants to start this at the same time. und er möchte dann diese Zeitperiode zur gleichen Zeit beginnen. So he makes a connection there. Also macht er hier eine Verbindung. And then us, Und wir heute, we take the same passage wir nehmen wiederum die gleiche Abschnitt and we say und wir sagen, it means 126 years, wir sagen, es bedeutet 126 Jahre 151 years, oder 151 Jahre 220 years, oder 220 Jahre and a lot more than that. und noch sehr viel mehr. And essentially, we turn all of this, or Leviticus 26, Ja. into a key. Und wir verwandeln sozusagen all das, grundlegend gesprochen, in einen Schlüssel And von the purpose 3. of Mose this key 26. Und der Zweck dieses Schlüssels is to unlock time. besteht darin, die Zeit zu entschlüsseln. So what I want us to see Ich möchte nun, dass wir erkennen, is that we're only following the heritage of our forefathers dass wir einfach nur dem Erbe unserer Vorväter folgen. by taking an original statement which meant something Wir nehmen eine Aussage, eine ursprüngliche Aussage, die etwas bedeutet,
and then saying we want to turn that statement into meaning something different. Und wir nehmen diese Aussage heran und sagen, wir möchten, dass diese Aussage was anderes sagt. For the Millerites, it was just 2,500 years. Für die Milleriten waren das 2500 Jahre. For us, Für uns it becomes a key to unlock time. und für uns ist das ein Schlüssel, der die Zeit offenbart. And that's what Ellen White is doing here when she calls the field the church. Und genau das tut Ellen White, wenn sie den Acker die Gemeinde nennt. She's taken this parable Sie nimmt dieses Gleichnis and applying it in a way und wendet es auf eine Art und Weise an, that is different and distinct from what Christ did. die unterschiedlich oder sich unterscheidet von dem, was Christus tat. And you can see the problem with that, hopefully. Ich hoffe, dass ihr das Problem erkennt. If this is not the world, Wenn das hier nicht die Welt ist, but it's the church, sondern die Gemeinde, what does that mean? was heißt das denn? Not only does it mean that there's wheat and tares in the church, Ich meine jetzt nicht, dass es einfach nur Weizen und Unkraut in der Gemeinde gibt, it means that there must be some kind of separation that goes on in the church. sondern auch, dass es eine gewisse Trennung gibt, die in der Gemeinde vonstatten geht. Some kind of division that goes on. Also hier eine Teilung. Wheat on one side, Der Weizen auf der einen Seite tares on the other. und das Unkraut auf der anderen. And what we need to try to understand Was wir nun verstehen sollten, is when that would happen. wann dies geschieht. Because one thing that you have to realize Denn eines, was wir erkennen müssen oder ja bemerken müssen, is that it's not going to happen at the same time as this one. dass es nicht zur gleichen Zeit, wie hier niedergeschrieben ist, passiert. It's not going to happen here from after Daniel 12:1. Es passiert nicht nach Daniel 12, Vers 1. And if this is the end of the story, Aber wenn das Ende der Geschichte ist, the division or separation in the church must occur beforehand. dann muss die Trennung in der Gemeinde zuvor stattgefunden haben. Ellen White's application is forcing you down this conclusion. Ellen Whites Anwendung zwingt dich zu dieser Schlussfolgerung. And the reason why this becomes problematic Der Grund, warum dies problematisch wird, is because in her lifetime, ist, dass zu ihren Lebzeiten she would not allow anyone würde sie niemandem gestatten, to do this work of separation. diese Arbeit der Trennung zu vollbringen. Anytime someone would try to do that, Egal wann jemand versuchte, dies zu tun, she would stamp upon them dann ist sie quasi ihm entgegengetreten and force them to stop. und hat ihn zum Aufhören gezwungen. And yet, Und doch her published work stands steht ihre veröffentlichte Arbeit that the field is the church, dafür, dass der Acker die Gemeinde ist, which needs to be harvested and separated into two groups. die geerntet werden muss und unterteilt werden muss in zwei Gruppen. What we're struggling with in this movement Womit wir kämpfen in dieser Bewegung, is not only reconciling what the wheat and the tares are, besteht nicht nur darin, dass wir herausfinden wollen, wer Weizen und Unkraut ist. which is just a technical problem. Das ist nur ein technisches Problem, We're struggling with the fact of how do we explain sondern wir kämpfen auch mit der Tatsache, ja, that this church is going to split into two. wie wir erklären, dass diese Gemeinde sich in zwei Teile teilt. And how and when that will happen. Und wie das vonstatten geht und wann. Many of the models that we have understood, Viele der Modelle, die wir verstanden haben, when we begin to conceptualize how the separation works, when it happens, dann beginnen wir quasi zu verstehen oder zu verinnerlichen, wie die Trennung vonstatten geht und wann sie geschieht. sometimes haven't been accurate. Und diese Modelle waren manchmal nicht so ganz stimmig, ja. Because we've not followed these rules properly, Weil wir diesen Regeln nicht korrekt gefolgt sind. or they've not sounded correct, Sorry? or they haven't sounded correct to people,
The rules or the Um, morals? the conclusion that the church is to split Oder die Schlussfolgerung hat sich für Leute nicht stimmig angehört, zum Beispiel, dass die Gemeinde sich teilt. because we ourselves are not even familiar with the methodology to prove this. Denn wir selber sind ja noch gar nicht vertraut mit der Art und Weise oder mit der Methodik, dies zu beweisen. You're required Es wird verlangt von dir, to use more than just inspired statements, dass du mehr wie einfach nur inspirierte Aussagen nimmst. because those statements Denn diese Aussagen outside the structure of parables sind außerhalb der Struktur von Gleichnissen. are not convincing arguments to show the truthfulness of what we say. Sie sind keine überzeugenden Argumente dafür, für das, was wir sagen. If we were following parables correctly, Wir folgen den Gleichnissen korrekt, we would know ourselves how to take this parable and explain it at this level, dann wüssten wir, wie wir diesen Gleichnissen folgen müssten und es auf diese Ebene, wie die er gerade gezeigt hat, anwenden würden. then having understood it for ourselves, we'd be able to explain it to others. Und wenn wir es für uns selbst verstanden hätten, dann könnten wir es auch anderen weitergeben. But at the moment, Aber zur Zeit we've got many different voices in our movement trying to explain these things with different conclusions. haben wir so viele Stimmen in dieser Bewegung, die versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise Dinge zu erklären. Which is indicative of the fact that we really don't know what we're doing. Digitiv? It's showing. Okay, und das zeigt eigentlich auf, dass wir gar nicht wissen eigentlich, was wir tun. It shows that we don't know what we do. Yeah. Okay, So let me summarize. lass mich zusammenfassen. I want us to really become familiar with parables. Ich hätte gern, dass wir wirklich mit Gleichnissen vertraut werden. I've given you a number of examples of pertinent verses that we could look at. Also wir haben jetzt wirklich einige Beispiele angeschaut, die wir von Versen, die wir betrachtet haben. There are more passages that we could have searched through, Es gäbe noch mehrere Verse, die wir durchsuchen könnten. like Daniel 12, Isaiah 28. Daniel 12, Jesaja 28. All of those passages follow these same rules. Alle diese Kapitel folgen dem gleichen Regeln. Parables, I've rubbed out most of this, cover a lot more scope than we realize. Also die Gleichnisse decken eigentlich viel mehr ab, und das habe ich hier schon ausgewischt, wie wir denken. They explain the doctrine, they explain the everlasting gospel, Sie sind die Lehre, das ewige Evangelium. Sabbath, Sie sind der Sabbat and even the very life of Christ. und sogar das Leben Jesu. One of the parables that we are wrestling with in our movement, Sorry? one of the parables that we wrestle with, we fight with, Eines der Gleichnisse, mit dem wir zu kämpfen haben in dieser Bewegung, is Matthew 13, wheat and tare. ist Matthäus 13, der Weizen und der Unkraut. And what we've done Und was wir getan haben, is forgotten what Jesus taught us ist, dass wir vergessen haben, was Jesus uns gelehrt hat. and not realized Wir haben nicht bemerkt, that Ellen White is giving us another model, ist, dass Ellen White uns ein anderes Modell gegeben hat. and our approach should be to understand this model, the church model. You first have to understand the world model. Unsere Herangehensweise sollte sein, wenn wir das Gemeindemodell verstehen wollen, dann müssen wir zuerst das Weltmodell sozusagen verstehen. Because one will explain the other. Denn das eine wird das andere erklären. Once you can see Wenn du mal erkennen kannst, that the model that Christ is teaching dass das Modell, welches Christus lehrt, is an issue between the church and the world, es darum geht, dass es zwischen der Welt und der Gemeinde, dass es darum geht, you can take this parable dann kannst du dieses Gleichnis nun at heranziehen another level, und auf eine andere Ebene übertragen. and then all of these symbols have to be explained differently. Und dann müssen alle Symbole auf eine andere Art erklärt werden. The world, verse 24, Und sorry, in- the church, verse 24, Und die Gemeinde in Vers 24 is no longer the world, it's the church.
You mean the field? The field, sorry. The field is no longer the world, it's the church. Der Acker ist nicht mehr die Welt, sondern die Gemeinde. And therefore, all of the other symbols have to cascade and fall into line. Und dem gleichen Prinzip oder müssen dann auch die anderen Symbole folgen. If you want to do it correctly, Wenn du das korrekt tun möchtest, you have to do it via parables. dann musst du das durch Gleichnisse tun. And you can end up getting the right answer that way. Und du kannst, and you can? You'll end up coming to the right ja. answer. Und du wirst zur korrekten Antwort kommen. The reason why we've got so many different approaches or solutions to this problem here Der Grund, warum wir so viele verschiedene Herangehensweisen oder Lösungen für dieses Problem hier haben, is because we've not approached it as a parable ist, weil die Herangehensweise nicht wie ein Gleichnis war. by comparing Christ's model with Ellen White's. Sorry? By comparing Christ and Ellen White's model. Indem wir das Modell Jesu mit dem Modell von Ellen White verglichen haben. Let's pray. Lass uns zusammen beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte und auch deine Gnade. Lord, it's my hope and prayer Vater im Himmel, es ist meine Hoffnung und auch mein Gebet, that my brothers and sisters have been inspired to study parables, dass meine Brüder und Schwestern angeregt wurden, Gleichnisse zu studieren. to begin to use them in their studies, Und dass sie beginnen, sie in ihr Studium mit einzubeziehen. not only to teach using this methodology, but to live it. Und dass sie nicht nur diese Methodik quasi lehren, sondern sie auch ausleben. We ask for a special blessing as we rapidly approach to the Sabbath, Wir bitten dich für einen besonderen Segen, wenn der Sabbat bald anfängt. and we ask for a special blessing as we prepare ourselves for the communion service this afternoon. Und ich bitte dich auch, dass du uns darauf vorbereitest, auf das Abendmahl. In Jesus' name, Im Amen. Namen Jesu. Amen.